Hi, ich bin Marvin und ich möchte dir heute die zwei Konditionaloperatoren cont und switch vorstellen. Diese beiden Anweisungen gibt es ab ABAP 7.40. Cont kann als Alternative zum if bzw. switch als Alternative zum case in bestimmten Fällen gesehen werden. Für mich ist besonders der Vorteil, dass diese beiden Operatoren direkt bei der Wertzuweisung zum Beispiel eines Parameters bei einer Methode genutzt werden können und so Code vorher eventuell durch ifs oder cases reduziert werden, was aber auch der Grund ist, weshalb das Ganze wesentlich unübersichtlicher werden kann. Fangen wir mit dem Konditionaloperator cont an. Wir haben hier eine Z-Klasse, die definiert, um welches Monitoring es sich handelt. In dem Fall sind es Dumps. Da die aufgerufenen Instanzmethoden Nachrichten enthalten und diese Nachrichten in einer internen Tabelle gespeichert werden, sollte besonders bei Fehlermeldungen diese Einträge in den Anwendungslog geschrieben werden. Dazu wird ein Ball-Objekt mithilfe der Methode create erstellt. Die Parameter sind einmal id-Object und einmal id-Subobject. Besonders für den Parameter id-Subobject soll da ein String eingetragen werden, abhängig vom Monitoring-Modus. Die Idee könnte jetzt sein, dass man eine lokale Variable vom Typ Subobject anlegt und durch ifs bestimmt, was wir für einen Modus haben und so dann den Wert, in dem Fall Dumps als String, in die Variable schreiben und hier den Parameter mitgeben. Besser, wie ich finde, ist aber hier der Konditionaloperator cont, den wir hier einsetzen können. Wir fangen hier mit cont an und jetzt kommt der Datentyp des Parameters. Da aber hier cont schon weiß, welcher Datentyp das hier hinter dem Parameter steckt, kann man hier also mit einer Raute weiterfahren und öffnet das Ganze mit einer Klammer und würde jetzt hier abfragen, wenn der Modus zum Beispiel dump ist, dann soll als String z-dumps übergeben werden, je nachdem wie das Unterobjekt heißt. Das heißt, wir würden jetzt einmal abfragen, welchen Modus wir haben und prüfen hier auf Gleichheit So, wenn also der aktuelle Modus dumps ist, dann soll in dem Parameter als Subobject dumps übermittelt werden. So, da wir jetzt hier nicht nur einen Fall haben, sondern mehrere, kann man hier also noch mehrere Unterobjekte abfragen. Zum Beispiel, wenn der Monitoring-Modus idoc ist, dann soll idoc übergeben werden. Was jetzt hier noch möglich ist, dass man als L-Zweig zum Beispiel dann auch direkt eine Exception schmeißen kann. Zum Beispiel L2 und hier würde dann das Exception-Objekt kommen. Nehmen wir mal hier und würden dann hier das Ganze schließen. So, wie man jetzt erstmal sieht,
ist es zum Teil sehr unübersichtlich. Es wird ein vorhandenes Objekt genommen, da wird mithilfe einer Methode dann das Objekt erzeugt und beim Parameter ID Subobject wird dann hier innerhalb des Parameters noch beurteilt, welchen Modus wir hier genau haben und welchen String wir mitgeben. Fahren wir fort mit dem Konditionaloperator Switch. Wie bereits eingangs erwähnt, kann Switch als Alternative zum Case gesehen werden. Wie Cont kann es auch direkt bei Zuweisung von Werten bei Parameter verwendet werden. Es kann aber genauso verwendet werden, wenn man eine Variable inline deklariert. Als Beispiel würde ich jetzt einfach mal hier die Sprache nehmen. Das heißt, wir würden zum Beispiel eine Variable deklarieren, die heißt elforlang, wo wir jetzt in Abhängigkeit von dem Sü-Feld Lengu definieren, was das für eine Sprache ist, da das Feld Sü Lengu ein Zeichen lang ist, aber man oft diesen Wert als Zweizeichen benötigt, zum Beispiel E braucht man dann EN oder D, DE. Wollen wir hier also Fälle prüfen und je nachdem welcher Fall eintritt, dann die Sprache in Zweizeichen in dieser lokalen Variable abspeichern. Das Ganze machen wir dann in dieser Form, dass wir anfangen mit Switch. Da wir jetzt hier die Variable inline deklarieren, ist der Typ zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, beziehungsweise ableitet sich von der Wertzuweisung. Da wir zwei Zeichen haben wollen, können wir als Datenelement einfach jar02 nehmen und fahren mit Sylengu fort. Das heißt, wenn jetzt die Systemsprache Englisch ist, hat der Wert Sylengu den Wert E. Wenn E ist, soll in der Variable der Wert EN gespeichert werden. Wenn es Deutsch ist, soll es als DE abgespeichert werden. Hier könnte man jetzt wieder mit einem L-Zweig arbeiten. Das heißt, wenn es nicht E oder D ist, sondern irgendwie eine andere Sprache, dann soll zum Beispiel EN genommen werden. Oder man kann auch wieder hier mit einem throw arbeiten, dass hier dann eine Exception ausgelöst wird. Wir belassen es erstmal bei den beiden Fällen und schließen das Ganze. Und können mal kurz in den Debugger gehen, sodass wir dann sehen, welchen Wert wir jetzt nun haben. Da jetzt aktuell ich in der englischen Sprache angemeldet bin, ist hier also zu erwarten, dass die Variable elforlang den Wert en hat. So, wie wir sehen, hat das hier auch geklappt. Das heißt, der Konditionaloperator funktioniert. Als Alternative wäre jetzt gewesen, dass man hier mit einem Case hätte arbeiten müssen. Das heißt, man hätte vorher die Variable elforlang anlegen müssen. Case Sylengu, und abhängig davon, was für eine Systemsprache man angemeldet ist, müsste man dann den Wert in elforlang reinschreiben, im elforlang reinschreiben, und könnte man das dann auch mit dem Case lösen. In dem Fall finde ich Switch schöner, ist in dem Fall aber auch übersichtlich, kann aber auch unübersichtlich werden, am Beispiel, wie man es bei Cont gesehen hat. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast einen Eindruck bekommen,
wie du Cont und Switch einsetzen kannst. Wie ich finde, eine sehr gute Bereicherung ab ABAP 7.40, sollte aber mit Vorsicht genossen werden, da es zum Teil sehr unübersichtlich werden kann. Das Ziel sollte schon sein, dass man Code entwickelt, der übersichtlich ist, sodass spätere weitere Entwickler den Code auch verstehen. Das könnte auch ein Knackpunkt sein, dass eventuell ältere Entwickler, die schon etwas dabei sind und zum Beispiel auch nicht objektorientiert programmieren, diese Syntax eventuell nicht verstehen. Daher ist abzuschätzen, wo man zum Beispiel als Berater dann genau sein Projekt durchführt, ob sie auch sogar Programmierrichtlinien gibt, die es eventuell verbieten, die neueren Anweisungen ab ABAP 7.40 oder sonstigen Versionen zu nutzen. Das ist dann jeweils abzuschätzen. Ja, schau gerne auch bei meinen anderen Videos rein und viel Spaß beim Nachmachen.